Hallo Leute, heute steht vor uns eine komplizierte Gleichung, die wir gern lösen werden. Also legen wir los. Das ist die Gleichung x hoch 4 minus 16 ist gleich 0. Wie kann man das hier lösen? Als erstes kann ich x hoch 4 durch x zum Quadrat, das Ganze zum Quadrat vereinfachen und 16 durch 2 hoch 2, das wäre 4 und natürlich 4 nochmal zum Quadrat, ergibt 16. Das soll gleich 0 sein. Jetzt überlege ich mir, das sieht doch wie eine binomische Formel aus, oder? Ja, dann schreibe ich mir alle binomische Formeln, die mir gerade anfallen, um zu checken, welche davon soll ich hier verwenden. Dann habe ich a minus b zum Quadrat ist dann gleich a zum Quadrat minus 2a mal b plus b zum Quadrat. Dann weiß ich, dass a zum Quadrat minus b zum Quadrat ist genau gleich a plus b mal a minus b. Und dann letztendlich a plus b, das Ganze zum Quadrat, ist gleich a plus a zum Quadrat natürlich, plus 2a mal b und plus b zum Quadrat. Das ist doch klar, dass ich diese Gleichung, diese binomische Formel anwenden muss in dem Fall. Damit wäre man a x zum Quadrat und man b 2 zum Quadrat. Damit erhalte ich a zum Quadrat minus b zum Quadrat ist gleich a zum Quadrat, also a plus b, b ist 2 zum Quadrat, Klammer auf, a minus b. Das ist gleich 0. Und da sehe ich nochmal, dass ich nochmal eine binomische Formel anwenden kann, oder? Stimmt. Und zwar bei dem Teil hier. Das ist genau wieder a zum Quadrat minus b zum Quadrat. Aber in dem Fall wäre jetzt mal a gleich x. Deswegen x minus 2 und x plus 2. Und auf der anderen Seite kriege ich 2 zum Quadrat. Das ist leider keine binomische Formel, deswegen bleibt es so stehen. Gleich 0. Jetzt, wie ich öfter mal sagen, wenn wir a mal b haben gleich 0, dann gibt es noch eine Möglichkeit, das hier zu lösen. Entweder ist a gleich 0 oder ist b gleich 0. Oder? Wenn ein von beiden Zahlen hier oder Ziffern gleich 0 beträgt, dann ist die Summe bzw. die Multiplikation von den beiden gleich 0. Das gleiche wende ich jetzt an, dann kriege ich 2 zum x plus 2 zum Quadrat ist gleich 0 oder x minus 2 ist gleich 0 oder x plus 2 ist gleich 0. Daraus kann ich direkt schreiben, x1 werde ich so nehmen, ist gleich 2 oder x ist gleich minus 2. Das nenne ich jetzt als x2. Dann bleibt übrig, x zum Quadrat ist gleich minus 4 bzw. minus 2 zum Quadrat. Okay, wie kann man das lösen? Ein Quadrat kann doch nicht negativ sein. Ah, es gibt eine Methode, das zu lösen. Vielleicht habt ihr das noch nicht so ganz früh in der Schule gelernt, aber bestimmt beim Abitur habt ihr das schon gehabt, oder? Und zwar, das ist unsere komplexen Zahl. Wir wissen halt, dass unsere Kennzeichen der komplexen Zahl j zum Quadrat oder i zum Quadrat, je nachdem, was ihr mögt, was ihr öfter verwendet, sollte gleich minus 1 sein. Deswegen kann ich das Minus hier durch j zum Quadrat oder i zum Quadrat ersetzen und daraus ziehe ich dann die Wurzel auf beiden Seiten, dann erhalte ich plus minus von j zum Quadrat mal 4 im Wurzel.
Damit erhalte ich x3 gleich minus 2i, also die Wurzel von 4 ist 2, die Wurzel von j² ist j und x4 gleich 2j. Damit erkennt sich dann meine Gesamtlösungen mit diesen beiden Werten. Also die Lösungen sehen x3 gleich minus 2j, also ein Imaginärteil, oder x4 gleich 2j, oder x1 ist gleich 2 oder x ist gleich minus 2. Wenn ich einen von den Werten hier oben ansetze, dann erhalte ich 0. Wir können das auch prüfen und schnell machen. Ich setze zum Beispiel mein 2j. Dann sehe ich, dass 2j hoch 4 minus 16 ist gleich was? Ich habe da 2 hoch 4 mal j hoch 4 minus 16. 2 hoch 4 ist gleich 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 16. Dann habe ich j hoch 4, das ist genau j zum Quadrat mal j zum Quadrat. Und wir haben oben gesagt, dass j zum Quadrat gleich minus 1 beträgt. Daher habe ich minus 1 mal minus 1 und das ist 1. Damit erhalte ich 16 minus 16 und das ist genau 0. Also passt. Natürlich, wenn es so passt, dann passt es auch mit minus 2j. Ne? Ich könnte auch noch das gleiche machen mit 2. Deswegen setze ich hier 2 zum Quadrat minus 16. Und dann sieht sie sofort, dass da 0 rauskommt. Ne? Weil 2 hoch 4 ist genau gleich 16, minus 16 und das ist 0. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr andere Lösungsvorschläge habt. Ich würde mich freuen, euch zu lesen. Bis dann. Ciao.